In den letzten paar Wochen sind immer mehr KI-Tools auf den Markt gekommen, die aus Text oder Bildern ganze Videos erstellen. So gut sogar, dass solche Systeme sogar manche in Hollywood auf die Palme bringen. Das haben wir ja schon gesehen. Aber vor einem Jahr sahen diese Video-KIs noch so aus. Tja, vor 5 Monaten kam dann das hier. Es stellt sich raus, das untere ist der echte Will Smith, der Spaghetti isst. Also nix AI. Aber dennoch, lasst uns doch heute mal einen Blick drauf werfen, wie gut Will Smith heute KI-Spaghetti essen kann. Ich habe mir dazu alle modernen Video-KIs angesehen und sofern verfügbar getestet, um euch einen Vergleich zu geben, sodass ihr auf dem neuesten Stand seid. Und damit ihr das Geld nicht ausgeben müsst. Und ich sag mal so, vielleicht ist es ein bisschen voreilig gewesen, ein ganzes Hollywood-Studio deswegen zu schließen. Außer natürlich, es ist ein Studio, das Meme-Videos produziert. Wir haben einmal natürlich Sora von OpenAI. Wir haben Veo von Google. Die beiden sind noch nicht auf dem Markt. Diese beiden kann ich deshalb natürlich nicht für euch testen. Ich werde mich daher auf die Videos, die die Firmen mit uns geteilt haben, beschränken müssen. Zumindest bei denen. Aber wir haben auch Gen 3 von Runway, das laut den Demos eigentlich schon ganz gut mithalten kann. Gen 3 erstellt Videos, die bis zu 10 Sekunden lang sind und ist erhältlich ab $15 pro Monat. Dafür darf ich dann etwa 60 Videos erstellen, also 10 Minuten Videomaterial. Zumindest in der Theorie sollte nämlich ein Video 10 Credits kosten. In der Praxis wurden mir aber immer 100 Credits pro Video abgezogen. Es sind also 1 Minute Videomaterial für $15. Dafür sind die dann aber immerhin in 720p. Auch dabei ist Pika von Pika Labs, wo ich sogar gratis anfangen kann zu generieren, allerdings nur 3 Sekunden Videos, weswegen auch hier die $10 pro Monat sinnvoll sind, um wenigstens Videos mit 15 Sekunden Länge zu generieren. Anschließend haben wir Dream Machine von Luma, wo ich 4 gratis Videos am Tag erstellen kann, bis zu 30 im Monat. Alternativ kann ich für $30 pro Monat 150 Videos erstellen, ohne Wasserzeichen. Das ist das günstigste Tool, wie ihr gleich sehen werdet. Zu guter Letzt wollte ich euch nämlich noch Stable Video von Stability AI zeigen, wo ich für 10 Credits ein Video erstellen kann, mit 2 bis 5 Sekunden Länge. Das macht dann 4 bis 10 Minuten Video für $10. Allerdings müssen wir hier einmal ganz kurz über die Rechte sprechen. Stability definiert leider Journalismus nicht als Research-Zweck, sondern nur akademische Zwecke. Auf der anderen Seite ist Non-Commercial natürlich auch nicht korrekt, denn ich verdiene ja auch meinen Lebensunterhalt mit den Videos hier. Ich darf euch also hier keine Videos von Stable Video zeigen. Allerdings kann ich euch sagen, dass sie in meiner Auswertung ohnehin nicht in der oberen Liga mitgespielt haben. Das ist bei Runway übrigens gar kein Problem. Ich dürfte hier sogar einen ganzen Kinofilm mit erstellen. Bei Pika Labs musste ich aber wegen den Rechten leider den $70 pro Monat Enterprise Plan auswählen. Das ist schon unfassbar teuer, aber hey, immerhin gibt es einen Plan, I guess. Luma hat die kommerzielle Lizenz auch komplett dabei. Kommerziell ist das Ganze aber, weil ich euch hier natürlich die Videos präsentieren will, was ehrlich gesagt nur dank unserem heutigen Partner Incogni geht. Incogni unterstützt nicht nur dieses Video, sondern auch euch dabei, dass eure Daten online nicht einfach an jeden verkauft werden können. Gerade im Bereich AI ist das so unfassbar wichtig geworden. Wusstet ihr beispielsweise, dass ChatGPT alle Verläufe für ihr Training nutzt? Google tut das auch und noch so viele mehr. Und hier gibt es einen richtigen Markt mittlerweile für eure Daten. Nicht unbedingt von den großen, die ich gerade genannt habe, sondern eher Handy-Games. Tools, für die ihr euch irgendwann mal angemeldet habt und mehr, die gratis waren und aber dafür eure Daten an jeden, der genug bezahlt, weiterverkaufen. Damit finanzieren die sich alle und Incogni geht dagegen vor und schickt Anwaltsschreiben an die ganzen Data Broker, damit die eure Daten löschen müssen. Dank DSGVO geht das nämlich. Incogni übernimmt das für euch komplett, so dass ihr euch darum nicht kümmern müsst. Das ist also einfach alles Convenience. Weil diese Data Broker aber einfach aus dem Boden sprießen, haben sie das Ganze als Abo aufgebaut, damit ihr dann nicht regelmäßig irgendwas selbst machen müsst, sondern es einmal aufsetzen könnt und dann vergessen könnt. Ich bekomme dann einfach regelmäßig eine E-Mail, wo überall meine Daten rausgelöscht wurden und welche Verfahren noch gerade laufen. Und ich habe dadurch echt aktuell gar keinen Spam auf meiner nicht öffentlichen Mailadresse, was wirklich sehr angenehm ist. Also gönnt euch gerne Incogni mit dem Code Morpheus oder dem Link in der Beschreibung, um volle 60% auf das Abo zu sparen. Also lasst uns beginnen. Während wir alle ein bisschen baff waren, wie gut Soras Ausgaben aussahen, als es angekündigt wurde, haben die anderen Tools mittlerweile etwas aufgeholt, während Sora noch nicht mal da ist. Ich nehme für den Vergleich einfach mal direkt das Will Smith Eating Spaghetti Video. Bei Luma hatte Will Smith, glaube ich, eine größere Gesichtstransplantation oder wurde von einem sehr schlechten Cast ersetzt. Auch beim Essen sehen wir eigentlich nur einen Löffel, den er zum Gesicht führt. Offensichtlich
tatsächlich stimmt da noch sehr vieles nicht. Aber trotzdem ist die Szene einigermaßen gleichförmig, nicht so wie früher. Es passiert nichts völlig Unerwartetes, irgendwelches Morphing oder so. Mal abgesehen von dem seltsamen Move, den der Anzug des Dudes da im Hintergrund macht am Ende. Aber Pika reproduziert hier fast direkt den ikonischen Will Smith Move. Man erkennt Will Smith zwar, aber die Spaghetti fliegen über dem Göffel, den er zum Essen nutzt. Und ja, das Ding heißt echt Göffel. Es ist eine Gabel und ein Löffel, aber in einem. Plötzlich hält er dann die Spaghetti in der Hand, aber er isst sie definitiv nicht. Naja, denn immerhin versuchen wir hier eine berühmte Persönlichkeit nachzumachen, für die wir eigentlich keine Rechte haben. Keines der Videos war also auch nur annähernd gut in dem Fall. Am besten gefiel mir dann da doch die Ausgabe, wenn ich bei Luma noch ein Bild von Will Smith eingegeben habe. Schaut euch das mal an. Das ist fast nicht cursed. Albträume garantiert. Okay, aber das ist ja schon eine recht schwere Aufgabe, die übrigens zu Recht von Gen3 blockiert wurde. Was passiert denn, wenn ich, sagen wir mal, eine richtige Szene erstellen möchte? Ein Cyberpunk-Samurai mit Reflexion und einer futuristischen Stadt im Hintergrund. Gen3 hat das okayisch umgesetzt. Intensive Augen, würde ich sagen, check. Regen, die Kamerabewegung ist gut umgesetzt, seine Rüstung leuchtet. Pika hingegen hat mir einfach ein Standbild gegeben und man sieht nicht mal die Augen des Samurai, und über Luma müssen wir hier, glaube ich, nicht reden. Die hat wieder Meme-Potenzial. Ich soll dein Bein nicht verdreht! Gen3 ist also definitiv besser im Folgen von Prompts. Also habe ich mal versucht, eine 3D-Animation zu erstellen, um zu schauen, wie kreative Stile klappen. Und ich muss sagen, hier ist zwar unser Waschbär, der im Weltraum nach Donuts greift, ein bisschen zum Flaschengeist geworden, aber an sich gefällt mir der Stil bei Luma ganz gut. Die Animationen sind einigermaßen cute sogar, würde ich sagen. Gen3 sieht dafür zwar realistischer aus, aber längst nicht so glaubwürdig. Eher als hätte ich etwas rein editiert, was da nicht wirklich hingehört. Von Pika habe ich euch gleich mal zwei mitgebracht. Das eine ist einfach wieder ein Meme. Hier wurde unser Waschbär einfach zum Raumschiff. Oh, der muss los. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist, aber ich musste es einfach mit euch teilen. Das zweite gefällt mir relativ gut von der Animation und sogar vom Realismusgrad auch. Plus, es hat Gliedmaßen. Aber schaut euch einfach das Ende an. Er verwandelt sich dann einfach in einen Donut. In Bezug auf Kreativität geht also die Runde hier an Luma. Und ihr merkt, ich versuche bei dem Ganzen meine Seriosität zu wagen, okay? Nun gut, aber wie schlagen sich die Tools, wenn sie Text erstellen sollen oder vielleicht sogar animieren sollen? Ich sag mal so, bei Luma kriege ich nicht mal ein Buch hin. Pika erstellt mir zwar ein Buch, aber den Text kann, glaube ich, niemand lesen. Gen3 sieht okay aus, aber einen Text mit Morpheus finde ich da definitiv nicht. Ich würde sagen, aber die Runde geht trotzdem an Gen3. Damit wir aber auch einen Vergleich zu Sora haben, habe ich mal die Mammuts mit exakt demselben Prompt erstellt, das auch OpenAI benutzt hat. Hier das Video von Sora. Das ist epic. Und hier seht ihr die von Pika, Luma und Gen3. Während bei Pika eines der Mammuts keinen Kopf hat und Luma wirklich sehr verschwommen ist, finde ich die Ausgabe von Gen3 gar nicht mal so schlecht. Nur hier an der einen Stelle, wo dem Mammut einfach ein Stoßzahn aus dem Nichts neu wächst, finde ich doch sehr lustig. Bleibt dann doch wohl abzuwarten, ob Sora wirklich solche Ausgaben produziert oder eher doch nicht auf dem Niveau, das angeworben wurde. Aber um fair zu sein, es ist auch wirklich schwer, ohne eine Referenz ein komplett neues Video zu erstellen. Also habe ich mal hier angefangen, Videos aus Bildern zu erstellen. Und Bilder können wir ja bekanntlich schon sehr gut mit KI erstellen. Auch hier hat Sora einige Ideen für uns. Aus diesem Bild von Indoor-Surfern wurde dieses Video bei Sora. Und was soll ich sagen, die Ausgaben sind auch bei den anderen Modellen um Welten besser. Luma verwäscht ein wenig und der rechte Surfer nutzt sein Board einfach irgendwie als Skateboard in die Welle rein, aber die Surfer bei Gen3, die rocken ihre Welle richtig hart. Die Welle sieht einigermaßen authentisch aus, bricht ganz okay und trotzdem sind alle Details von dem Originalbild ziemlich genau geblieben. Die bei Pika sehen allerdings durchaus so aus, als sollten sie da nicht mehr auf ihren Brettern stehen können. Alles in allem gefällt mir aber natürlich auch hier wieder Sora am besten, aber Gen3 ist definitiv nicht so weit davon entfernt und sieht schon sehr solide aus. Also habe ich mal dieses Bild mit der KI mit Journey erstellt und geschaut, ob ich jetzt vielleicht Text hinbekomme und vielleicht sogar den Text animiert bekomme. Und tatsächlich, der bleibt vollständig erhalten, nichts geht verloren bei allen drei. Luma animiert einen Drohnenflug über die Schrift, was fairerweise schon gar nicht mal so schlecht aussieht, aber dem Text vielleicht nicht so ganz gerecht wird. Gen3 experimentiert hier ein bisschen mit 3D-Effekten und Wind und Pika ist ziemlich konservativ, was mir hier aber am besten gefällt. Ein Shot in die Wolke rein sozusagen. Da aber die 3D-Animation sogar davor schon ganz gut funktioniert hatte, wollte ich nun alles mal basierend auf einem Anime-Bild ausprobieren. Auch
mit Midjourney erstellt. Gen 3 hat die Katze offenbar nicht so richtig erkannt und stattdessen nochmal eine eigene Katze einfach eingebaut. Bei Pika weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau, was passiert ist. Die Katze wurde erstmal weiß und dann spawnt einfach aus dem Nichts noch eine neue Katze ins Bild rein, die aus einem der Blütenblätter rein transformiert wird. Das ist absolut goofy. Luma hat hier als einziges die Katze erkannt und sie auch animiert, I guess. Guckt euch das Ganze einfach an, das ist einfach wirklich ein perfektes Meme. Apropos, Pika ist die einzige KI von den dreien, die aus Videos erstellen kann. Gen 3 kann das nicht, nur Gen 1, also 2 Versionen davor. Aber auch bei Pika kommt es mir so vor, als wären wir 2 Versionen zurückgegangen. Das macht das Ganze einfach nur noch lustiger und ich wollte das einfach nicht ungeteilt lassen. Also, wir können bisher sicher sagen, KI-Video ist noch nicht so ganz da, wo wir hinwollen. Außer ihr sucht vielleicht nicht nach einer Dream Machine, sondern einer Meme Machine. Kann ich aber beispielsweise wenigstens ein Element nehmen, beispielsweise eine animierte Katze, die im Hintergrund einen Greenscreen hat. Das Bild hier ist auch wieder aus Midjourney gekommen und das ist eigentlich sogar recht gut geworden. Die Animation hingegen, naja, Pika schafft es nicht herauszuzoomen und zoomt noch mehr ran. Gen 3 produziert mir ein Standbild von der Eingabe, dann harter Cut und ich bekomme eine liegende Katze und einen weiteren Winkel. Also im Grunde 2 Bilder hintereinander. Luma hingegen fand ich nicht vollkommen furchtbar, nur der Kameramann wurde danach wahrscheinlich gefeuert und durch einen Menschen ersetzt. Man verliert nämlich die Sicht auf den Kopf der Katze. Die sind also ziemlich unbrauchbar. Okay, aber was, wenn ich es andersrum mache? Was, wenn ich einen Vordergrund habe und der Greenscreen, der vielleicht in meinem Video drin ist, soll gefüllt werden? Das kommt ja auch oft vor und hier gab es sogar schon Berichte, dass das mit KI gemacht wurde, speziell bei Anime. Und bei The Dog and the Boy war das, sagen wir mal, problematisch gelöst. Hier stand die KI in den Credits und der Mensch wurde als And Human aufgeführt. Genau so brauchen wir keine KI. Danke für nichts, Netflix. Aber was soll ich sagen, während Luma und Pika hier komische Bewegungen oder gar keine Bewegung gemacht haben, hat mir Gen 3 tatsächlich eine Art Kamerafahrt animiert. Das könnte man jetzt beispielsweise hinter ein Zugfenster legen, das war zumindest meine Absicht, und das kann durchaus im Hintergrund laufen, ohne dass ich es ganz groß bemerke und es schlecht finde. Nun gut, aber wir wollen natürlich auch wissen, was ist denn, wenn wir versuchen, uns selbst zu deepfaken? Das hatte ja mit Will Smith nicht funktioniert. Das ist ein heikles Thema, denn wenn ich das von mir selbst nicht erstellen kann, ist so eine KI oftmals wenig wert. Kann ich es aber von jeder Person da draußen einfach so erstellen, ist es wahnsinnig gefährlich. Im Großen und Ganzen hat Gen 3 hier das Bild ganz okay übernommen. Der Jump Cut hätte nicht unbedingt sein müssen und die Augen sind am Ende ein bisschen creepy geworden. Aber es hat sogar ein paar Mal Blinzeln eingefügt, was nicht allzu furchtbar aussieht. Naja, Pika hingegen ist wieder Comedy Gold geworden. Bei Luma sehe ich ein bisschen so aus, als wäre ich kurz vorm Weinen, was ehrlich gesagt bei der Ausgabe auch recht akkurat ist. Aber spannenderweise, wenn man hier keine berühmte Person ist, dann scheint keine der KIs irgendwas zu blockieren. Und Luma und Pika blockieren sowieso nichts. Gut, fairerweise mit diesen Ausgaben lässt sich auch noch wenig Schaden anrichten. Das sieht, denke ich, sogar meine Oma, dass das nicht von mir ist, aber wir nehmen einfach mal an, dass es besser wird. Dann könnte es ein Problem werden. Aber sind wirklich alle Generierungen schlecht? Wir haben so viele gute Community-Generierungen gesehen. Naja, man bekommt zumindest mit Runways Gen 3 schon manchmal sehr gute Ausgaben hin. Ich vergleiche das Ganze gerne aktuell mit der Bilderstellung. Schaut euch mal DALL-E ganz kurz an. Das ist die Bilderstellung, die bei ChatGPT hinten dran läuft. Die beiden Füchse hier, der linke, der ist DALL-E 1, der rechte ist DALL-E 2. Nun schaut euch das hier an. Auch hier ist wieder einiges passiert. Ähnliche Fortschritte gab es bei Audio, sodass wir nun ziemlich solide Musik-KIs haben, bei der nicht selten menschlich und KI verwechselt wird, und so wird es auch wahrscheinlich mit Videos laufen. Für den Moment sollten wir uns aber im Klaren sein, dass Video-KI noch nicht da ist, wo wir sie vielleicht erwarten. Gen 3 ist beeindruckend, keine Frage. Genauso wie die Demos von Sora oder Veo, die wir schon bekommen haben. Ähnlich wie das auch mit der zweiten KI-Bildgeneration war. Aber für 6 10-Sekunden-Videos $15 auszugeben, wovon man aber mindestens 5 nicht benutzen kann, weil sie so schlecht sind, gebt dem Ganzen lieber noch 1 bis 2 Jahre bis zur dritten Generation. Außer natürlich, ihr wollt Memes bauen. Aktuell geht man davon aus, dass Sora einfach so viel besser ist, weil Sora auf viel mehr Daten trainiert wurde. Dass hier nicht nur eine Video-KI trainiert wurde, sondern eben ein multimodales Netz. Das heißt, die Ausgaben können auch Text sein, Bilder sein oder eben Videos. Und wenn sich eine KI dieses ganze Wissen teilt, dann kann es natürlich sein, dass das deutlich besser wird. Aber dann haben Firmen wie Pika oder auch Luma nicht wirklich noch eine Chance. Wie das alles weitergeht, das erfahrt ihr natürlich weiterhin bei mir auf dem Kanal. Deswegen wäre ein Abo super oder natürlich auch im Newsletter. Schaut dort gerne vorbei. Dort halte ich euch
euch einmal in der Woche über die aktuellen Themen auf dem Laufenden. Und jetzt habt Spaß dabei beim Memes erstellen. Bis zum nächsten Mal im Cyberspace.